Hallo und willkommen auf meinem klimtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein Set von Lumibrix mit der Setnummer 15009 mit 2663 Teilen, das Red Brick Row House. Da steht nicht, von welcher Serie das ist. Ich würde das so in die Town-Serie reintun. Und was wir gleich hier sehen auf der Box, ist eine New Brick Red Color, also eine neue Rotfarbe. Und dann hier die Box, schöner Hintergrund, quasi ein Stadthaus, würde ich mal sagen. So, hier an der Seite haben wir nichts. Hinten sehen wir schon alles, was man quasi machen kann, die Modularität. Und an der Seite sieht man, hier steht unten, Two Interchangeable Indoor Scenes. Also man kann drinnen zwei Szenen darstellen. Und das zeige ich euch auch. Schöne Box, Airplane Box, wie immer bei Lumibrix, super stabil. Tun wir diese Box hier hin und kommen wir zu den Bauanleitungen. Wir haben zwei Stück, wie man sieht, schön dick. Und drinnen haben wir im ersten Buch ein paar schöne Bilderchen. Na, alles vom Haus, quasi das Haus vom Sohn, von Tochter, Badezimmer, von den Eltern, die Küche und das Wohnzimmer. Also das ist wirklich mal so einfach ein modular Familienhaus. Finde ich wirklich super, dass endlich mal sowas gekommen ist. Und die haben ja, da jetzt gezeigt, auch hier, dass man die aneinander stecken kann und sie dann mit einer Stromquelle alle beleuchtet werden können. Ich denke, vielleicht ist es deswegen auch nicht in der Town-Serie, weil es dort nicht so war am Anfang. Dann zeige ich euch noch in der Bauanleitung, also der Klassiker, Lichtüberprüfungen und so. Im Fundament gibt es ein bisschen Farbkodierung mit dem Rot, unnötig, und hier mit Blau. In der PDF-Bauanleitung hatte ich dieses Symbol nicht. Tatsächlich, das habe ich gemerkt, als ich es gebaut habe. Hat mich jetzt nicht so sehr gestört, weil es wurde quasi Tüte 1 war vom Erdgeschoss, Tüte 2 vom ersten Stock und vom Dachgeschoss war Tüte 3. Aber falls jemand es mit PDF baut, dass er weiß, das wird dort nicht abgebildet oder es wurde bei mir nicht abgebildet. Ich suche jetzt eine Seite, ich glaube das war 200. Das war bei mir neu. Genau. Seht ihr das, wie das eingerundet ist mit Gelb? Das habe ich gemerkt auf ein paar Stellen, wenn du sowas baust, und dass sie dir damit helfen, wenn so ein Teil, ein kleines Teil verbaut wird, dass es einfacher zu finden ist, wo es ist. Sonst, wie ihr seht, schöne große Bilder, gar kein Problem zum Verbauen. Ja, dann die Bauanleitungen haben insgesamt 536 Seiten, 706 Bauschritte, macht 3,8 Teile pro Bauschritt. Es hat 15 Bauabschnitte und das würde dann so 178 Teile pro Bauabschnitt machen. Und hier schon mal das Set. Wie schon gesagt, das Set hat 2663 Teile, ein Gewicht inklusive Ersatzteile. Ihr seht hier einiges an Ersatzteilen. Mit Minifiguren, Batteriebox, Beleuchtung hat es ein Gewicht von 2436 Gramm. Die Maße vom Set, es ist auf einer 25×25 quasi, ja, es ist keine Baseplate, es ist eine Grundplatte, aber 4×16×16. Macht halt am Ende 25×25. Eine Höhe hat es von 31,6 cm,
Das Haus an sich ist 21 cm breit und das Gartenhäuschen ist so 5,5 cm. Die Tiefe nur vom Haus ist ca. 17 cm. Der Preis, der UVP-Preis ist 149 Euro, was einen Teilepreis von 5,6 Cent macht. Ich finde super Teilepreis. Preis pro 100 Gramm wären dann 6,12 Euro. Ich hatte es jetzt zu der Weihnachtsaktion mit 20% Rabatt gekauft. Da hat es mich 119,2 Euro gekostet. Und das hat einen Teilepreis von 4,48 Cent gemacht und einen 100 Gramm Preis von 4,89 Euro pro 100 Gramm. Inklusive Beleuchtung, inklusive Ersatzteile, bedruckter Bauanleitung. Da kann man sich wirklich nicht über den Preis beschweren. Dann, das Set hat 4 Minifiguren. Ich würde sagen, das ist die Familie. Also Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Die Tochter hat ein Kleid und sie hat als einziges ein Wendegesicht, weil sie auch lange Haare hat. Früher hatten sie bei Lumibrix darauf nicht geachtet und man hat bei den Wendegesichtern quasi das von hinten gesehen, das hatten die Haare nicht bedeckt. Jetzt tun sie nur Wendegesichter dort, wo man es quasi von den Haaren nicht sieht. Das Set hat 11 LEDs und nur bedruckte Teile, 52 bedruckte Teile. Der Bau hat ca. 5,5 Stunden gedauert oder ich habe halt 5,5 Stunden dafür gebraucht. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbuild mit Unboxing und danach nehmen wir das Set auseinander.
Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Kommen wir dann erstmal zur Beleuchtung. Die Batteriebox ist hier. Ich finde es, obwohl es draußen angebracht ist, haben sie es cool so kombiniert mit dem Weiß und mit diesen Blumen versteckt. Das fand ich super. Man kann es natürlich auch über den mitgelieferten USB anschließen und irgendwo anders. Und hier haben wir auch diese Anschlüsse, dass man quasi von links und rechts anschließen kann. Und ja, machen wir das an. Mache ich jetzt meine Beleuchtung aus und wir können sehen, wie schön beleuchtet es ist. Mit dieser Lampe hier, schönes Häuschen und der Garten oder der Wintergarten, der leuchtet auch richtig, richtig schön auf. Von hinten haben wir Fenster. Obwohl es als Reihenhaus gedacht ist, ist es von jeder Seite beleuchtet. So, der Rundherumblick. Und machen wir wieder meine Beleuchtung an. Dann nehmen wir das Set auseinander. Wir starten vom Erdgeschoss. Also nehme ich zuerst das so hier weg. So. Und so können wir das auch immer beleuchtet anschauen. Erstmal, ich tue die Minifiguren weg, dann können wir den Vorgarten sehen, schön wie er gebaut ist. Und da es ja drinnen zwei verschiedene Szenen gibt, die ich euch beide zeigen werde, jetzt ist die Weihnachtsszene aufgebaut, aber es gibt auch eine Geburtstagsszene. Und ich denke, die ist schon mehr gedacht, weil wegen Luftballons und Geschenken vor der Tür. Hier möchte ich gleich zeigen, dass dieses Stoppschild ist ein bisschen schief bedruckt. Minimal, aber es muss erwähnt werden. Und der Garten, den kann man auch so einfach rausnehmen. Und als ich den gebaut habe, ich hatte so, keine Ahnung warum, aber irgendwie so Nostalgie-Vibes von quasi älteren Lego-Sets, wahrscheinlich wegen diesen Zäunen und so, das habe ich immer so früher gebaut, als ich klein war, und wegen diesen Bäumchen. Das hat mir richtig Spaß gemacht und ich finde, es sieht auch schick aus. Jemand, der seinen Garten echt schön in Schuss hält. Und das fand ich lustig. Das sind eigentlich die Frisuren von den, quasi so eine Afro-Frisur für die Minifiguren. In dunkelgrün und hellgrün, alles Busch. Das fand ich richtig coole Idee. So, dann hinten können wir das natürlich auch aufmachen. Und dann haben wir hier erstmal ein schönes Bücherregal mit Fotoapparat oben und hier die Szene für Weihnachten. Und wir tun das gleich weg, dass es nicht stört. Und hier haben wir auch noch das zweite mit Happy Birthday. Ich habe jetzt quasi alles dazu getan, weil zum Beispiel dieser Wagen und dieses Geschenk ist gedacht für die Geburtstagsszene und der Rest halt für die Weihnachtsszene. Aber ich nehme das jetzt alles mal raus. Hier so die Geschenke. So. Und dann können wir schön reinschauen. Erstmal hier der Kamin mit dem Feuer und schönem Bild oben. Da haben wir sogar hier den Besen und eine Schaufel. Dann hier die Küche, wie sie schön gebaut ist. Ich werde das versuchen noch mal ein bisschen aus der Nähe zu zeigen. Und hier, da steht auch Charlie drauf. Und das sollte wie so, ich glaube, das ist für eine Katze gedacht. Aber wir haben keine Katze im Set. Finde ich schade, weil im Winterhäuschen, da zeige ich euch auch, ich glaube, da ist so ein Katzenkratzbaum. Ich glaube, es war auch etwas drinnen. Genau, da haben wir auch hier ein Croissant drinnen. Und unten haben wir auch was. Nö, unten haben wir nichts. Und ja, warum halt eher die Geburtstagsszene?
auf dem Tisch haben wir eine Torte, eine Pizza. Das ist eher schon für Kindergeburtstag. Und was ich hier cool fand, dieses Teil oder dieses Teil. Zumindest habe ich dieses Teil noch nie so verbaut. Ich glaube, das ist so Pearl Silver, weil Metallic ist es nicht, aber glitzert ein bisschen. Und hier habe ich einen Baum umgeworfen, natürlich. So. Dann gehen wir weiter. Auch das ist schön zu zeigen, der Schornstein, wie er hingeht, hier diese Dekos auf der Wand, halt immer diese Fenster und dann können wir das auch aufmachen. Ja, mach mal. Wir zeigen einfach diesen Schaukelstuhl, dann stört er auch nicht. Kleiner Schaukelstuhl. Und dann können wir das auch so zeigen, was ich meinte. Das sieht halt für mich aus wie ein Kratzbaum. Und halt, wie es so in einem Wintergarten ist, haben wir hier so ein bisschen Blumen und so. Echt nett gebaut. Und auch eine schöne Tür. Auch mit Licht. Super. Was noch zu erwähnen ist, die Eingangstür sollte laut Bauanleitung auf der anderen Seite sein, aber dann wäre der Druck nicht hier. Da glaube ich, haben sie den Druck auf die falsche Seite getan. Aber ist jetzt nicht schlimm. Dann machen wir halt einfach die Eingangstür von der anderen Seite. So, machen wir das wieder schnell zusammen. Und dann haben wir das schon. Jetzt. Und auch das schön, wie das von hoch nach unten geht. Oder von unten nach oben. Alles hier weg. Und machen wir zuerst so hier auf. Diese Treppe fand ich super. Nur ist es einfach, ja, eigentlich, wenn das gerade sein sollte, so, aber das könnte man ja halt so nachspielen. Oder das ist halt auch so gedacht, dass man die runterziehen kann. Hier haben wir ein schönes Familienfoto. Dann das Schlafzimmer schön mit dem richtigen Spiegel. Hier, wie der Schrank gebaut ist, fand ich super. Und ja, dann muss ich es jetzt wieder kippen. Dann hier ist das Zimmer von dem Mädchen, würde ich sagen. Da hat man auch ein bisschen Hausaufgaben. Hier Schrank, hier Bilder. Und dann in der Toilette noch ein richtiger Spiegel, Badewanne, Toilettenpapier, Handtuch. Schade, dass dieses Licht nicht leuchtet, aber muss ja nicht überall. Oder vielleicht leuchtet es schon, weil beleuchtet von dem ist ja hier. So. Ja, es ist doch beleuchtet. Also eigentlich hier ist ein Licht noch, dann da in der Toilette und da. Alles außer der Flur ist dann am Ende auch beleuchtet. Und dann auch hier vorne. Das ist auch schön gebaut. Und was man noch machen kann, weil ich ja doof bin und ich konnte es gleich so zeigen, man kann diese Wand rausnehmen. Und dann kann man es auch noch mal schön sehen. Die Toilette und das Kinderzimmer von Mädchen. Diesen Print habe ich, glaube ich, schon in einem Set von Lumibrix gesehen. Sonst immer komplett individuelle Prints. Finde ich toll. Und dann kommen wir schon zum Dach. Schauen wir das auch an. So, leuchtet. Erstmal die Dachkonstruktion. Super toll, super stabil. Gefällt mir sehr. Und ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, ey, besser geht's nicht mit den Dächern. Ich habe keine Ahnung, was ich so an Dächern habe.
Aber das, was Numibrix da macht, gefällt mir sehr. Das haben sie auch schön hier gebaut. Klimaanlage. Und dann hat man das hier. Und man macht es so auf. Ha! Also das gehört ja hier nicht hin. Und habe ich ja das auch abgerissen. Sehr schön. So. Und dann haben wir das Zimmer vom Jungen. Ich würde das ja gerne mit Licht zeigen. Wird jetzt nicht so leicht. Ja, weil das fällt ja jetzt immer wieder runter. Ich mache das vielleicht so. Nee, das klappt nicht mit Licht. Dann machen wir es halt ohne. So. Wie cool das ist, wenn man so zeigen will, aber sobald man es kippt, es fällt runter. Ich finde es trotzdem cool. Also, dann haben wir das Bett vom Jungen, das natürlich nicht gut gemacht ist. Mit dem Hotdog, da hat er ein Schallplattenplayer, da repariert er sein Skateboard und das Skateboard ist auch super bedruckt. Jetzt ist die Noppe, das Ding drauf geblieben. So, hier schön bedrucktes Skateboard. Da in der Ecke haben wir einen Game Controller, da auf dem Boden haben wir einen und quasi das ist ein Fernseher, wo er da spielt. Und jetzt hier würde Licht leuchten bei seinem Tisch und hier und da hat er quasi auch so ein Fernglas. Und an der Wand gibt es noch so eine Mütze, hier ein Helm und da ist auch so ein Print, so ein Spiel. Kann man das sehen? Ja. Und dann auch so Kassetten, Spiel, Game Controller, hier auch was von der Post. Ja, schönes Dachgeschoss. Und ja, ich finde es halt hier nochmal mit Beleuchtung. Vielleicht kann man das jetzt so machen. Nochmal aus der Nähe. Ja. Und dann wären wir schon durch mit dem Set. So, ich schaue noch mal, ob ich etwas nicht gesagt habe. Das wäre dann das Set. Ui. Und wie gesagt, man kann halt das noch da reinbauen, quasi die verschiedenen Szenen. Das kann man ja auch schnell noch machen. Das geht ganz einfach, man tauscht es. Und dann ist nicht mehr Weihnachten, sondern dann feiert man Geburtstag. Dann war das so hier, glaube ich, laut der Bauanleitung. Und ein Geschenk. Und dieser Rest, diese Teile, waren dann extra und das kommt dann irgendwo auf den Dachboden bis zum nächsten Jahr. Das kann man hier natürlich auch schön öffnen. Dann tun wir wieder den Schaukelstuhl rein. So. Eine Katze müssen wir besorgen. Dann ist das Set quasi komplett. Und stellen wir wieder hier die Familie vor das Häuschen. So. Mir hat es sehr gefallen. Ich finde es, ich kenne jetzt kein einziges Modular, was einfach ein Haus, ein Familienhaus ist. Super schön. Mit vielen Details, mit coolen Fenstern. Hier gibt es halt keine Fensterscheiben, sehe ich gerade. Ja, brauchen wir auch keine. Ja, coole Bautechniken, nichts jetzt großartig Besonderes, aber coole Bautechniken. Die Farbe, die neue, gefällt mir auch sehr. Farbabweichungen. Ja, ich sehe jetzt wirklich. Ach, hier vielleicht dieses Teil, oder? Das könnte jetzt, durch die Kamera sieht man es. Aber sonst finde ich richtig schöne Farbe. Gefällt mir auch. Ja.
schreibt mir in die Kommentare. Wie findet ihr das? Also, ich finde es super. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute mehrere kaufen und so halt eine Reihe daraus machen, halt Reihenhäuser, wie die auch sind, so in einer Stadt. Ja, wir haben auch ein Fahrrad, ein Hydrant. Es ist wirklich an alles gedacht. Ich finde das Set super. Fertig aus. Steinequalität war auch sehr gut. Gobrik-Steine, bedruckte Teile. Den Preis finde ich auch völlig angemessen. Wenn ihr das Set kaufen möchtet, gerne über meinen Affiliate-Link. Da habt ihr immer 10% Rabatt mit dem Code Klangtastisch. Jetzt bis zum 25. Dezember gab es halt 20% Rabatt. Wenn dieses Video rauskommt, ist es leider schon vorbei. Aber es werden immer wieder Rabatte kommen. Nächstes Jahr, wenn ihr es nicht eilig habt, kommt wieder Black Friday, kommen irgendwelche Valentinstagsaktionen. Bei Numibrix gibt es immer Aktionen. Dann kann ich nur noch sagen, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.